Hi, es ist Likipanski hier. Und heute möchte ich über den Pitchschlag zu reden. Für viele Golfspieler es gibt nur das klassische Körpergewicht links, lehnen den Schlägerschaft vorne und die Hand bleibt vorne durchtreffen. Moment. Und das Ergebnis ist ein Schlag, der springt und dann läuft auf das Grün. Und es ist ein super Schlag, aber wie oft können wir sowas verwenden? Was passiert, wenn der Ball liegt nicht so schön oder wenn der Ball auf dem Puttinggrün landen muss und schnell stoppen? Dann muss der Ball in die Luft schlagen. Wenn ein Torspieler pitcht, entweder von einer schwierigen Lage oder über einen Bunker mit wenig Grün zu treffen. Und das unter extremem Druck. Sie spielen mit der unteren Seite von der Schläger. Der Bounce ist ein Sicherheitsschutz. Ich versuche immer, meinen Schülern beizubringen, athletisch und natürlich zu reagieren. So jetzt bist du auf einem schönen Strand mit einem Stick und einem Stein und du möchtest den Stein schlagen. Was würdest du machen? So jetzt bin ich auf dem Strand. Mit einem Stick und einem Stein. Und wenn ich möchte, diesen Stein in diese Richtung hier zu schieben, ich würde sicher nicht hinstehen und sowas machen mit meinen Händen vorne, weil das ist eigentlich eine künstliche Bewegung. Ich würde auch sowas auch nicht machen, zurückzulehnen in der Versuch, den Stein zu heben, weil das ist eine blöde Bewegung. Eigentlich was passiert ist, mein Körper wird seine natürliche, neutrale Position finden. So meine Beine sind ziemlich eng zusammen, Körpergewicht ist auf beide Füße. Okay, und die Bewegung jetzt, das kommt heraus von der Handgelenk hier. Und das ist die richtige Bewegung, die optimale Pitchschlag zu machen. Weil hier unten der Bounce wird aktiviert. Und der Bounce ist dein Sicherheitsschutz. So jetzt bin ich wieder zurück auf dem Golfplatz. So was können wir von der Strand lernen? Eine athletische und natürliche Bewegung. Wenn ich versuche, nur mit einer Hand das Ball hier zu schlagen, meistens von der Bewegung kommt aus dem Handgelenk. Wenn ich einfach den Schläger umdrehe und mache das Gleiche, würde ich spüren, dass der Schlägerkopf mehr aktiv für die Hände sind und es ist eine natürliche und athletische Bewegung. Und der große Vorteil ist, dass am Treffmoment der Schläger kommt zurück, gleich wie am Anspruchposition hier, und der Schlägerkopf mehr aktiv für die Hände sind. Und jetzt vermeide ich den heftigen Fehler, wenn der Griff zurückgetragen ist in den Rückschwung, so, und es läuft in den Durchschwung hinein mit einer eckigen Bewegung, die schwierig am Treffmoment zu kontrollieren ist. Die Energie sollte in der Schlägerkopf sein. Der Unterschied zwischen einem Chip und einem Pitch ist, dass beim Chipping der Schlägerblatt hier im Einsatz ist. Der Ball ist zurück, der Schaft lehnt vorne und das Schlägerblatt den Boden zuerst trifft und der Ball springt und läuft auf dem Grün. Und es ist ein super Schlag zu haben. Aber es gibt so viele andere Möglichkeiten. Ein Pitch ist anders. Die untere Seite hier von der Schlägerkopf, der Bounce ist aktiviert. Der Schaft ist released am Treffmoment. So. Statt vorne gelehnt, hier. Und der Bounce reagiert mit dem Boden und der Schlägerkopf gleitet unter dem Ball vorbei und der Ball fliegt in der Luft. Now, der Tourplayer spielt diesen Schlag den ganzen Tag, aber es gibt keinen Grund, warum der 25 oder 35 Handicapper nicht einen richtigen Pitchschlag spielen kann. Dieses ist das Geheimnis, ein niedriges Handicap zu gewinnen und nicht 20 Meter lange mit einem Driver zu schlagen. Es ist nur 20 Meter weiter. 20 Meter. Das kann nicht so schwer sein, oder? Schauen wir mal. Okay, jetzt, come on. Come on. Oh Gott, bitte sitz. Oh, normalerweise geht es viel besser, aber warum mich? Oh, heute, das ist ein Wahnsinn. Yes, out, ja. Na, das ist mir egal. Darf ich bitte noch ein Ball? Ja, super, danke. Kennst du ihn? Hoffentlich, es ist nicht dick. Für den Bounce aktiviert zu machen, das Schlägerblatt muss leicht offen sein. Wenn das Schlägerblatt entweder senkrecht oder geschlossen ist, dann die Chance, dass das Schlägerblatt in den Boden hineingrabt, ist groß geworden.
Der Bounce ist unten auf der Sohle von der Schläger, das mit dem Boden reagiert. Der Bounce gleitet auf den Boden unter dem Ball durch Treffmoment. Die Menge von Bounce ist kalkuliert vom Unterschied zwischen dem Schlägerblatt hier und der hinteren Seite hier von der Sohle. Now, es gibt Bounce von 4 bis 16 Grad und jeder Eisen hat Bounce. Und es verhindert am Treffmoment, das Schlägerblatt in den Boden hineinzugraben. Es ist eine Wissenschaft und das ist auch der Grund, dass Schlägerfitting sehr wichtig ist. Und der Grind ist einfach die Form vom Schlägerkopf. So musst du alles ausprobieren, zu sehen, was dein Spiel passt. Eine 9 Eisen hat ungefähr 9 Grad Bounce und ich bin immer überrascht, wenn jemand sein neuer Pitching Wedge mir zeigt mit 4 Grad Bounce. Das ist wie ein Messer. Der Bounce ist ein Sicherheitsschutz und wird dich immer retten. So am Setup, das Schlägerblatt sollte leicht offen sein. Der Bounce hier dann wird aktiviert. Und ganz wichtig ist, bitte nicht zuerst greifen und dann Schlägerblatt offen machen. Weil was passiert ist, dein Körper wird ihre natürliche Position hier finden am Treffmoment und das Schlägerblatt wird entweder senkrecht oder geschlossen. So, ganz wichtig ist, zuerst Schlägerblatt offen machen und dann nimmst du deinen Griff. Der Schlägerschaft sollte 90 Grad sein, einfach gerade, weil das Problem ist, wenn ich lehne den Schlägerschaft vorne hier, dann gibt es weniger Bounce unten auf dem Schlägerkopf und es macht den Schlag eigentlich viel schwieriger. Und wegen der Stand, wenn ich sehe, jemand steht zu breit für einen kurzen Pitchschlag, bin ich gleich nervös, weil ich weiß, der Körper wird eigentlich ganz unruhig sein. Wenn die Füße sind mehr zusammen, der Körper ist viel ruhiger und auch es macht den Schlag viel einfacher. Dein Körpergewicht sollte neutral sein und 50-50 auf beide Beine aufgeteilt. Die Ballposition ist ungefähr 5 cm innerhalb der linken Ferse hier in einer ganz Standardposition. So in der Schwung möchte ich, dass der Schlägerkopf schwingt statt der Griff. So der Schlägerkopf sollte frei sein mit ganz frei und lockeren Handgelenk und der Körper dreht einfach mit. Und bitte nicht auf der rechten Seite gehen oder auf der linken Seite gehen, dann gibt es Probleme hier unten mit der Bounce und es wird ganz schwierig, den richtigen Treffpunkt zu finden. Auch was ganz wichtig ist, dass du deinen Schlägerschaft zu einem 90 Grad Winkel am Treffmoment zurückbringst. So was ich meine ist, es geht so, tschack hier, statt vorne hier, gelehnt hier. Das Ziel ist, den Boden statt der Ball zu spielen. Und dann der Bounce wird mit dem Boden reagieren und lässt den Schlägerkopf unter den Ball zu gleiten. Du wirst hören, dass die untere Seite von der Schläger, der Sohle, schlägt auf den Boden zuerst und einfach lässt der Bounce seinen Job zu machen. Das Schlägerblatt wird in den Boden hineingraben, aber der Bounce hier gleitet. So jetzt werde ich ein paar Pitchschläge spielen. Mit lockeren Händen und Armen. Wichtig ist, dass du das Gewicht hier in den Schlägerkopf hier spüren kannst. Die Hände und Handgelenk sollte frei sein, mit einem ruhigen Körper, das frei zu drehen durch den Schlag ist. Na, ich möchte den Boden statt der Ball zu spielen. So mein Blickpunkt ist eigentlich ungefähr 3 cm hinter dem Ball. Und es bleibt so, bis wenn der Ball weg ist. Dann automatisch drehe ich einfach mit dem Schlag hier. Und dann der Bounce reagiert mit dem Boden und der Schlägerkopf gleitet unter dem Ball. So, wenn ich schlage eins von hier, von dieser Seite. So, der Blickpunkt ist hier hinten. Beine sind ziemlich eng zusammen. Ballposition ist ungefähr 5 cm innerhalb meiner linken Ferse hier. Ich gehe noch so mit dem Handgelenk. Perfekt. Okay, so Blickpunkt bleibt hier und hinten dem Ball hier 3 cm. Und dann drehe ich einfach mit. Und du wirst hören, der Boden ist der erste Kontakt. So, wenn ich stehe hier auf der Zielrichtung, okay, so ich stehe nur leicht offen. Zu viel offen ist auch ein Problem. So, Blickpunkt ist hinter dem Ball. Zack. Noch einmal dasselbe. Blickpunkt ist hier hinten, es kommt aus dem Handgelenk. Ganz frei, ganz locker. Und jetzt, wenn ich versuche, einen Schlag total zu verhauen, zum Beispiel sehr weit hinten in den Boden hier zu schlagen, der Bounce hier unten wird mich eigentlich retten. Weil ich stehe so hier, Handgelenk,
Okay, noch einmal dasselbe. Ich werde sehr weit hinten versuchen zu schlagen. Es gleitet unter den Ball. So jetzt, wenn ich stehe hier auf dieser Seite und ich versuche auch eins zu verhauen, sehr weit hinten zu schlagen. Kannst du es sehen? Eigentlich gibt es wenig Gefahr. So, und auch der große Vorteil ist, dass meine Schlagfläche ist viel größer geworden und muss ich nicht mehr genau treffen. Weil was passiert ist bei einem Chip, ich muss genau hier treffen, unten neben dem Boden und der Ball hier. Mit der Bounce, was passiert ist, automatisch mein Trefffläche wird viel größer geworden und der Schlag wird viel einfacher sein. So ich gehe von einem Chip, das ist eine Trefffläche so breit, und ein Pitch ist viel breiter. Wenn du willst ein viel besseres Score zu erreichen und du willst nichts mehr zu schwitzen, wenn du einen Pitchschlag spielen musst, dann musst du den Bounce benutzen, hier unten auf der Sohle. Der Bounce ist ein Sicherheitsschutz und ich kann nicht verstehen, warum jemand will nicht mit der Bounce zu spielen, weil alles wird viel leichter und es macht eigentlich viel mehr Spaß. Der Druck ist weg, weil ich weiß, der Bounce reagiert mit dem Boden und der Schlägerkopf gleitet unter den Ball. Es macht alles dann viel, viel einfacher. Und nicht nur deine Schlagfläche wird größer, auch dein Selbstvertrauen wird massiv profitieren. So ich hoffe, du hast meine Golfstunde genossen und bitte gib mir einen Daumen drücken und schlagst du unten auf den Abonnieren-Knopf. Ich habe viel mehr super Info auf dem Weg. Bis zum nächsten Mal. Cheers, my friend. That's it. Looking good. Yes. Right, it's football coming home. Not this time, is it? No, it's not. Come on. Is let's it? Go, let's go, let's no, go, let's it's go. not. Home.